Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um das Wie von den Firewalls in unserer Firewalls-Serie. Das heißt, wie funktionieren Firewalls? Was gibt es eigentlich für Techniken und wie kann ich die anwenden? Viel Spaß! Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Serveradministratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed-Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41-Server mit 6 Kernen und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorialreihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Okay, also Level 1 oder Generation 1 Firewalls sind die sogenannten Packet Filtering Firewalls. Ja? Die filtern Pakete. Hättet ihr euch jetzt nicht denken können. Ich weiß, ich bin ein Sherlock und wir erklären es trotzdem ganz kurz. Das heißt, Paketfilter, was genau ist das? Naja, nehmen wir an, ich bekomme ein Paket von einer IP-Adresse 1234 auf Port 23 und es soll an meine IP-Adresse 100.230.40 auch auf Port 23 geliefert werden. Das sehe ich ja alles, denn diese Informationen sind nicht verschlüsselt. Ich bekomme ja TCP-Pakete normalerweise. Das heißt, ich sehe das, ich muss das ja sehen und ich sehe natürlich auch, wo es hin muss und die IP-Adresse, die kenne ich. So, und eine Packet Filtering Firewall macht das jetzt relativ pragmatisch. Die schaut einfach mal nach, ist denn diese IP-Adresse hier auf einer Blockliste? Nein? Okay, cool. Darf ich Pakete von Port 23 eigentlich bekommen? Ja, cool. Dann haben wir Telnet-Pakete, die wir akzeptieren. Darf ich diese Pakete an diese IP-Adresse hier weiterleiten? Könnte ja auch sein, dass es eine externe Firewall ist, also an einem anderen Gerät ist und die eben Pakete an mehrere Devices schickt. Dann könnte man sagen, ja, das ist okay oder nein, das ist nicht okay. Das heißt, wir schauen im Endeffekt nach, ob die Ports okay sind und wir wirklich Port-Traffic von 23 akzeptieren und ob wir Port-Traffic an diese IP-Adresse auf Port 23 weiterleiten und ob wir hier irgendwo eine Blacklist im Weg haben. Also, wir gucken einfach nur nach. Wie gesagt, euer Router ist ja im Endeffekt auch eine Firewall. Das heißt, es könnte sein, dass euer PC oder euer Raspberry Pi oder was auch immer zu Hause sagt, ja, HTTPS-Traffic auf Port 443 ist okay, das kann jeder angucken, aber alles andere darf niemand haben. Ja, da möchtet ihr aber natürlich nur sagen, okay, für der HTTPS-Traffic, der ist okay, aber nur für meinen Raspberry Pi, nur für meinen Heimserver zum Beispiel, während auf der anderen Seite HTTPS-Traffic auf allen anderen Geräten bitte nicht erlaubt ist. All das kann eine Packet Filtering Firewall haben. Und je nachdem, ob der Traffic dann erlaubt ist oder nicht, fliegt er halt in Müll, sprich das Paket wird einfach strikt fallen gelassen, ja, es wird einfach nicht weitergeleitet oder es geht weiter. So, der Vorteil von so einer Packet Filtering Firewall, wir haben das zum Beispiel mit UFW auf unserem Server eingerichtet, das habt ihr ja auch noch hoffentlich gesehen, ist relativ unkompliziert. Also mit UFW kann ich das zum Beispiel sehr, sehr einfach sagen. Es kann sehr, sehr kompliziert werden, wenn ich das wirklich detailliert machen möchte und genau das ist ein großes Problem. Ich muss hier zum Beispiel sagen, insgesamt muss ich sagen, Pakete von Port 23 sind okay. Immer. Ja, das heißt, ich kann nicht sagen, Pakete von Port 23 sind nur okay, wenn ich eine Verbindung mit denen aufbaue und die mir quasi antworten, sondern ich muss sagen, Pakete, Port 23, immer okay. Das ist quasi das, was ein Packet-Filter macht, weil der weiß nicht, ob wir jetzt mit denen eine Verbindung aufgebaut haben oder nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, SSH-Traffic ist okay, können wir machen, dann muss ich mir aber auch eine Erlaubtliste quasi schreiben, theoretisch. Oder, naja, ich muss SSH-Traffic von allen Geräten akzeptieren. Und das kann schon ein bisschen tricky werden. Weil dann muss ich natürlich auch sehr, sehr genau sagen, wo was erlaubt ist. Und ja, ein wirklich sicheres, gutes Setup kann hier sehr komplex werden, während ein allgemeines Setup vielleicht nicht alles abdeckt, was man eben machen möchte. Aber ein großer Vorteil natürlich, es ist halt total einfach, es ist total günstig, es ist auch super, super schnell, weil, naja, im Endeffekt sowieso das Ganze hier gemacht wird. Ja? Wir müssen ja so oder so gucken, können wir das Paket überhaupt weiterleiten, dann können wir ganz kurz auch noch so eine Firewall drüber laufen lassen. Es braucht quasi keine Rechenressourcen und bei sehr, sehr komplexen Firewalls kann das durchaus ein Problem werden. Die müssen halt sehr viel Performance haben, weil die sehr viel tun müssen und dementsprechend haben die dann auch vielleicht
Rechenschwierigkeiten oder brauchen sehr, sehr viel Hardware. Jetzt haben wir also quasi ein einzelnes Gerät, was ein ganzes Netzwerk im Zweifelsfall absichern kann, oder natürlich eure Personal Firewall, die auch hier Traffic filtern kann, und das ist eigentlich ein super Werkzeug, aber es gibt einen Angriff für diese Art Firewalls und der ist leider ziemlich böse, der ist so böse, dass man direkt deswegen eine nächste Generation entwickelt hat. Und zwar, wenn ich hier IP-Adressen nur so angebe, dass ich sage, ja, wenn wir hier Traffic von IP 1234 bekommen, dann soll der durchgehen. Naja, dann kann ich ja ganz einfach sagen als Angreifer, ja gut, ich setze halt in meinem Paket den Traffic auf 1234, also die IP-Adresse auf 1234 und dann geht der immer durch. So, dementsprechend habe ich hier überhaupt keine Möglichkeit, wirklich diese IP-Blacklist effizient zu benutzen. Das geht einfach nicht, weil ja jeder einfach eine IP-Adresse angeben kann. Klar, natürlich, ich kann keine Antwort dann erwarten als Angreifer, aber ich kann jetzt zum Beispiel einfach Pakete hinschicken, die mir einen Reverse-Handler oder sowas aufbauen oder einen Exploit dort installieren. Und dann bin ich drauf und dann habe ich ein Problem als Administrator und dann ist der Hacker quasi auf meinem System. Dementsprechend müssen wir gucken, ist ein Paket eigentlich gefälscht oder erwarte ich tatsächlich gerade von einer IP-Adresse ein Paket, ist das wirklich gerade für mein Zielsystem in Ordnung? Und ja, das kann man tatsächlich machen, indem man hier auf Stateful Inspection weitergeht. Stateful Inspection Firewalls machen genau das, sie überwachen halt den Zustand. Also, wir blocken nicht einfach alles, was auf einem Port kommt, wir blocken nicht einfach alles, was von IP-Adressen kommt, sondern wir gehen jetzt hierher und überprüfen, ob wir eine Verbindung aufgebaut haben. Übrigens, bedenkt bitte, dass die ganze Zeit das Ganze entweder als Proxy-Firewall gemacht werden kann und ich dann natürlich auch sehen kann, was auf Layer 7 passiert, oder als Routing-Firewall. Das heißt, ich sehe nur, was auf Layer 3, 4 passiert. Okay, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr das wisst. Das war ja letztes Video dabei. Stateful Firewalls machen also Folgendes. Wenn ich jetzt hergehe, von meinem Browser aus sage, ich möchte gerne eine Verbindung mit IP-Adresse 1234 auf Port 23 aufbauen, und das wird weitergeleitet von meiner Firewall, weil die Firewall grundsätzlich das erlaubt. Und dann baue ich zum Beispiel noch eine Verbindung mit IP-Adresse 11234 auf Port 23 auf, dann wird auch das weitergeleitet, weil ist erstmal grundsätzlich erlaubt von meiner Firewall. Kann man natürlich aber auch blocken, wenn man das möchte. Nur so am Rande hier. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Diese Verbindungen werden einfach mitgeschrieben und zwar in einer Tabelle für aktive Verbindungen. Dort steht jetzt drin, der PC an der IP-Adresse 100.230.40, der unterhält jetzt einfach eine aktive Verbindung zu diesen beiden Servern und zwar auf Port 23. Theoretisch muss man hier noch eintragen, welcher Port das ist und noch vieles mehr. Das ist hier nur eine leichte Veranschaulichung, dass ihr es euch vorstellen könnt. So, und wenn ich jetzt weiß, dass ich eine Verbindung mit diesen beiden aufgebaut habe, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, Port 23 Traffic, also wirklich dieser spezielle Traffic auf Port 23 Telnet-Verkehr, das ist erlaubt, aber nur, wenn ich denjenigen zuerst kontaktiere. Das heißt, wenn ich jetzt meiner Stateful Firewall sage, Port 23 Traffic ist okay, aber nur, wenn der mich zurückkontaktiert, dann kann ich das gut filtern. Davor wusste ich ja nicht, ob der mich zurückkontaktiert oder ob der einfach nur mich kontaktiert. Also, wenn ich jetzt Traffic bekomme von der IP-Adresse 12234 auf Port 23, zu meiner IP-Adresse auf Port 23, dann kann ich den fallen lassen, weil zu denen habe ich ja keine Verbindung aufgebaut. Und diese Verbindung, die ich hier aufgebaut habe zu diesen IP-Adressen hier, die habe ich ja mitgeschrieben. Das heißt, wenn jetzt hier 12334 auf Port 23 mir antwortet, dann ist es okay, das geht durch, aber 12234, das könnte man einfach fallen lassen in der Firewall. Und ja, das ist Stateful Inspection. Man merkt sich sozusagen, wo man eigentlich eine Verbindung aufgebaut hat. So, das Tolle jetzt hierbei ist, oder auch nicht so tolle, auch das ist relativ effizient möglich, eigentlich zumindest so eine Tabelle zu haben. Das muss euer Router zum Beispiel sowieso machen. Ja? Euer Router hat sowieso eine Verbindungstabelle, weil er muss ja auch Network Address Translation machen. Das machen mittlerweile einfach alle Heimrouter zum Beispiel. Und an diesem Beispiel seht ihr, dass es eigentlich relativ unkompliziert möglich ist, diese Übersetzung zu machen. Dann kann man ja einfach nachgucken, an wen das ist. Weil wenn ich eine Verbindung jetzt zu google.com oder zu YouTube oder so aufbaue,
und ihr baut, oder ein anderes Gerät baut im selben Netzwerk eine Verbindung dazu auf, dann geht das beides über meinen Router, aber der Router leitet trotzdem die richtigen Pakete jeweils an das richtige Endgerät weiter. Und dementsprechend kann ich das ja dann trotzdem empfangen. Also macht der so oder so eine quasi Aufzweigung. Dieser Paket oder diese Verbindung bitte dahin weiterleiten, diese Verbindung dahin weiterleiten. So. Und das ist relativ angenehm. Das heißt, ich kann das mehr oder weniger ohne Aufwand machen. Und insgesamt kann ich natürlich mehr Ports ausschließen. Denn ich kann jetzt hier in diesem Szenario Port 23 schließen, quasi schließen zumindest oder zumindest filtern und trotzdem erlauben, dass ich zurückkontaktiert werde, wenn ich eine Verbindung auf Port 23 aufbaue. Das heißt, ich kann sagen, manchmal darf man mich nur kontaktieren, wenn ich quasi eine Antwort erwarte, manchmal darf man mich einfach so kontaktieren, also zum Beispiel, wenn ich eine Website hoste. Alles sehr, sehr toll, braucht aber trotzdem sehr viel, sehr viel Aufwand und natürlich auch sehr viel vorsichtigen Aufwand, wenn man das Ganze einrichten möchte. Das heißt, es ist nicht ganz einfach, all diese Verbindungen richtig einzurichten, je nachdem, wie komplex eben euer Setup ist. Und es ist leider auch überhaupt nicht effektiv, wenn wir jetzt einen Exploit gegen Stateless-Protokolle haben. Es gibt ja auch Protokolle, wo quasi nicht gemerkt wird, ob wir eine Verbindung haben oder nicht haben. Und dementsprechend, solche Exploits lassen sich natürlich relativ schwer dann rausfiltern. Ja, und was man vielleicht manchmal sagen kann, ist, dass es, je nachdem, wie komplex ihr das ganze Setup macht, kann es schon auch ein bisschen Performance kosten und euer Netzwerk im Zweifelsfall negativ oder langsamer machen einfach. Ja, das sind natürlich so ein paar Downsides. Deswegen hat man gesagt, okay, lass doch mal, also insgesamt ist das schon ein sehr, sehr gutes Setup. Ja? Man kann das wirklich sehr gut einrichten, aber Menschen machen leider sehr viele Fehler und deswegen hat man gesagt, ey, lass doch mal hier noch geiler werden, lass mal eine Next Generation Firewall bauen. Und das ist so das Ding, wo wir aktuell gerade sind, wobei wir auch schon Next Generation Firewalls 2008 hatten und dann das Ganze quasi nochmal getoppt bekommen haben. Also, was macht denn eine Next Generation Firewall aus? Naja, das ist eigentlich ein Begriff, der sich krass anhört und der aber eigentlich zusätzlich ist. Das heißt, ihr habt zum Beispiel eine Proxy Firewall mit Stateful Inspection. Ja, das sind so die beiden Themen, die wir bisher hatten. Proxy Firewall bedeutet, wir können Layer 7 untersuchen und Stateful bedeutet, wir können eben Verbindungen überprüfen. Ja? Und dann kommt Next Generation Firewall Stuff noch oben drauf. So, das heißt, ich gehe das jetzt sofort mit euch durch, wir machen mehrere Sachen noch zusätzlich, aber eben nicht nur, also eine Next Generation Firewall braucht noch immer die Zusatzdefinition, ey, das ist jetzt zum Beispiel hier auf Application Layer oder es ist eben nicht auf Application Layer, sondern nur auf Routing Layer. Und ja, was wir alles dazu machen können, das ist halt schon ziemlich viel und ziemlich mächtig, was halt auch dementsprechend teuer ist und was häufig nur für Enterprises zur Verfügung steht. Also Deep Packet Inspection möchte ich zumindest mal ganz kurz anreißen, machen wir wahrscheinlich noch ein separates Video dazu. Deep Packet Inspection bedeutet, ihr guckt euch mit zum Beispiel KI oder auch einfach nur so wirklich den Inhalt von einem Paket exakt im Detail an. So, warum ist das geil? Naja, damit kann ich ja nachgucken, ob zum Beispiel ein gezielter Angriff, sagen wir mal, ich meine die Exploits von SQL-Map zum Beispiel, ja, das ist ein Programm, mit dem man SQL-Injections testen kann. So, diese Exploits, die kennt man ja zumindest grob. Oder man kann einzelne Zeichen einfach rausfiltern und dementsprechend sagen, das ist nicht okay, das darfst du nicht schicken. Dieses Paket wird einfach fallen gelassen, weil es sieht nach Angriff aus. Das ist die Packet Inspection und es ist mega mächtig. Also zumindest gerade auf so einer Schutzebene. Dann haben wir aber noch zusätzlich das, was wir auch bei einer Application Firewall kennen, nämlich die App Awareness oder bei einer Personal Firewall. Wir haben die App Awareness. Das heißt, wir wissen, bei einer Next Generation Firewall steht dann zum Beispiel dabei, ey, das ist jetzt Traffic, der normalerweise von Chrome-Browser benutzt wird. Oder das ist Traffic, der normalerweise von SSH gemacht wird. Und das können wir dann noch zusätzlich zuordnen und dementsprechend auch entscheiden, möchte ich das erlauben oder möchte ich das nicht erlauben. Ist diese IP-Adresse für SSH mit genau diesem Inhalt, ist das okay? Oder
hat der vielleicht gerade einen Angriff bekommen und schickt jetzt hier gerade SSH-Pakete, um sich einzuloggen, sollte sich aber gar nicht als Administrator einloggen. Da könnte zum Beispiel dann drin stehen, IP-Adresse 100.230.40, loggt sich ein als Admin. Ja, aber wenn ich gar kein Admin bin, sondern nur User bin, dann kann ich solche Pakete einfach im Vorfeld schon direkt rausfiltern und so eigentlich auch Angriffe direkt vor dem eigentlichen System schon fallen lassen. Das belastet das System nicht mal. Okay, dann, also wie ihr seht, das ist schon auch sehr viel Konfigurationsaufwand, also es ist gewaltiger Konfigurationsaufwand. Dann gibt es natürlich noch zusätzlich Intrusion Detection und Prevention Systems. Das ist ein eigenes Thema für sich. Da könnte ich eine ganze Reihe dazu machen. Vielleicht werde ich das auch. Und wir können das Ganze besser integrieren in Monitoring-Systeme. Das heißt, solche Next-Generation-Firewalls haben dann zum Beispiel eine App oder ein schönes Frontend, was ihr euch irgendwie mit, keine Ahnung, mit irgendwelchen Notification-Services verbinden könnt. Also zum Beispiel könnt ihr Element dann damit verbinden über einen Webhook oder irgendwelche anderen Dienste, sodass ihr darüber benachrichtigt werdet. Und ihr habt natürlich ein fettes Logging-System, wo dann alles am Ende dabei steht. Teilweise wird auch Access Control auf Netzebene damit durchgeführt, wobei ich da vorsichtig bin mit. Ja? Das heißt, man filtert halt, wie ich gerade schon gesagt habe, zum Beispiel direkt raus, diese IP-Adresse von euch zu Hause zum Beispiel darf sich nur verbinden mit diesem Usernamen und dem VPN-Credentials und mit dem SSH-Key. Ansonsten wird einfach der Traffic fallen gelassen. Das gibt es auch, ist allerdings nicht allzu weit verbreitet, aber grundsätzlich möglich. Was viel häufiger ist Malware Detection. Das heißt, die Firewall oder die Next Generation Firewall, muss man korrekterweise sagen, die filtert auch direkt zum Beispiel bei E-Mails den Traffic mit, schaut da einmal kurz drüber und macht dann eine Erkennung, also filtert wirklich den Traffic, der reinkommt, auf Malware, die sie zum Beispiel kennen und ja, blockiert es dann im Endeffekt. Das ist auch eine Form von Deep Packet Inspection, also die Sachen überlappen sich ja auch einfach, ne? Das ist klar. Und was man eben auch machen kann, und das ist jetzt relativ neu, beziehungsweise auch noch stark in der Forschung, ist Zero-Day Detection über Machine Learning, beziehungsweise mit Machine Learning Deep Packet Inspection zu machen. Das heißt, man guckt, ist denn eigentlich dieses Paket, könnte das oder ist das vermutlich ein Angriff? Und falls ja, wird das Paket einfach fallen gelassen und derjenige wird halt gezwungen, es nochmal neu zu senden. Und wenn ich zum Beispiel ungewöhnliche Pakete bekomme, dann kann ich das mal rausfiltern. Denn zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Website habe mit Username und Passwort, naja, dann erwarte ich halt zum Beispiel, dass ein Username ein gewisses Format hat und ein Passwort ein gewisses Format. Und wenn dann noch andere Parameter mit angegeben werden, dann ist das plötzlich ein bisschen seltsam und deswegen kann es dann von einem Machine Learning Algorithmus rausgefunden werden und dementsprechend auch fallen gelassen werden. Das Ganze hört sich jetzt ziemlich intrusive an, sage ich jetzt mal, und so eine Next Generation Firewall ist auch ziemlich intrusive und filtert potenziell ein bisschen zu viel. Deswegen müsst ihr vorsichtig sein, wie ihr das Ganze konfiguriert, aber ihr dürft natürlich auch nicht zu wenig filtern, weil ihr wollt ja auch einen gewissen Schutz haben, ansonsten könnt ihr das auch weglassen. Also im Endeffekt haben wir aber hier alle oder einen Großteil der Security-Maßnahmen in einem System gebündelt. Es fällt ja schon quasi in Monitoring mit rein. Ja, man hört auf Anomalien. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, meine Netzwerkauslastung oder die Anzahl an Paketen, die reinkommen, steigt gerade auf das 500-fache, dann weiß ich, dass ich vielleicht gerade in einem Denial-of-Service-Angriff drin stecke und deswegen vielleicht mein automatisches Capture einschalten muss und so weiter und so fort. All diese Maßnahmen sind geil, aber gebündelt in einer einzigen Firewall, in einem Gerät quasi, macht das Ganze halt zu einem Single Point of Failure. Das darf man nicht vergessen, das heißt, wenn die Firewall kaputt ist oder irgendwas nicht richtig konfiguriert ist, dann haben wir ein Problem. Und, wie schon gesagt, sie ist relativ kostenintensiv, so eine Firewall, beziehungsweise extrem viel Konfigurationsaufwand und dementsprechend, ja, vielleicht nicht in dieser Serie komplett machbar für mich, weil es einfach zu viel wäre. Aber man braucht auch nicht unbedingt so eine Next Generation Firewall. Das ist schon ein Enterprise-Level, was wir hier haben und nicht unbedingt nötig für jegliche Website da draußen. Ja, das braucht man nicht unbedingt. Viele Security-Maßnahmen hat man ja so oder so dann Möglichkeiten dazu auf dem Server. Zum Beispiel gerade Monitoring. Ja, das hat man eigentlich auch auf dem Server. Access Control muss man da auch nicht machen. Malware Detection braucht ihr nicht unbedingt, wenn ihr vernünftige andere Abwehr habt. Und Zero-Day Detection, mal ganz ehrlich, das funktioniert für große Firmen vielleicht ganz gut. Aber für die normalen Menschen braucht man das aktuell zumindest meistens noch nicht.
Denn warum man das eben auch sehr vorsichtig einsetzen sollte, so eine Next Generation Firewall ist nicht nur unfassbar teuer, sondern sie braucht eben auch sehr viel Leistung und dementsprechend kann euer Netzwerk drunter leiden. Und ja, natürlich dann auch weniger Durchsatz haben. Also man muss abwägen, wie viel Security packt man in die Firewall, wie wenig Security packt man in die Firewall und dementsprechend muss man auch gucken, wie entwickelt sich das Ganze in Zukunft. Ist vielleicht die Detection sowieso schon mega gut von so einer Firewall, brauche ich vielleicht auf meinem System kaum mehr anderen Schutz und kann da mich auf andere Sachen konzentrieren. Vielleicht lohnt sich dann eine Next Generation Firewall irgendwann in Zukunft, wenn sie günstiger geworden ist, vielleicht lohnt sich das dann einfach für jeden zu haben. Aber vielleicht eben aktuell auch noch nicht. Das muss man immer abwägen. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, Stateful Firewalls sind der State of the Art eigentlich heutzutage. Next Generation Firewalls in manchen Bereichen, das unterscheidet sich. Und wir werden uns natürlich angucken, wie man das Ganze auch einsetzen kann. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.